Jo, Freunde der Sonne, es geht wieder um Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ich bin jetzt dabei, meine Basis wieder zurückzuerobern und bin mal sehr gespannt. Die Mission wurde mir vorhin, also was heißt vorhin, schon angeboten, während ich noch in der anderen Mission war. Und ich konnte dann auch direkt abbrechen und dann sofort wieder zurückgehen wohl. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe die Mission, ich glaube 19 war es, durchgespielt erstmal. Bin jetzt wieder auf der Basis und ja, da gibt es Clinch und ich soll jetzt bitte alles wieder zurückerobern. Sehr gespannt, wie das passieren soll, aber ich bin Big Boss. Und wenn Big Boss es als Auftrag bekommt, wird Big Boss diesen Auftrag auch erledigen. Ach, schon Episode 22. Zurückeroberung der Plattform. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es gar nicht, waffentechnisch eigentlich ganz gut ausgestattet. Hören wir mal rein. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. But one thing's for sure. They're gonna pay for it. Make certain of that, boss. Also sie soll den Kommandanten eliminieren. Ist natürlich die Frage, ist das jetzt eher eine Mission, wo ich schleichen könnte oder ordentlich reingehe und rumballere? Das weiß niemand so genau. Der ist da drüben. Der Hubschrauber fliegt mittlerweile einfach durch. Okay. Aber mit der Knarre bin ich eigentlich ganz gut gerüstet. Meine Fresse. Der Knarre bin ich etwas übel gerüstet. Schon neblig. So, wer hat mich hier gesehen? Da, verdammte Axt. Schade. Aber den können wir ja mal befragen, vielleicht gibt es irgendwelche Infos. Boss ist hier. Ja, ihr Penner, ey. Könnt ihr nicht einfach ranmarschieren und dann denken, alles ist cool. Ja, jetzt weiß ich ja nicht. Ach, was soll's. So, wie seid ihr drauf? Subject on board. Leave the rest to us. Okay, subject is in. Subject on board. Leave the rest to us.
Extract is in. Muss ich die alle mitnehmen oder die gehören ja sowieso mir, ne? Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwie Sinn macht. Naja, Happy Boss. Er macht es nicht, weil es Sinn macht, sondern er macht es, weil er es kann. Das ist der letzte, den ich jetzt raushole, der, ich sag mal, etwas underrated ist. He's coming too. Roger that. Sollte das nutzen. Direkt aktualisieren. Oh. So ein Scheiß hier, Alter. Was bist du überhaupt für einer? Guter Kämpfer. Aber nicht gut genug für Big Boss. Extract him. Ey. Mit der Kamera kann man auch wirklich nichts erkennen hier. Okay. Das ist nicht die intelligenteste Entscheidung. Attention hostile force. We have eliminated your commander. Escape is impossible. Lay down your weapons immediately. Surrender now. You will not be fired upon.
Okay, na gut, den Pimpf habe ich jetzt erstmal beseitigt. Mission complete, boss. Ohne Rang. Na gut. Finde ich nur fair. Alles klar, mache ich erstmal einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder zur Mission. Ach, jetzt wird ein Sicherheitsteam gegründet, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt zusätzlich habe oder ob ich... Auch diese Container, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, wenn ich die rausgeholt hätte. Weil die ja irgendwie sowieso auf meiner Basis sind, aber das hat jetzt nichts zu tun mit der Logik des Spiels unbedingt, ob die jetzt der Logik meinerseits entspricht, aber okay, werde ich mal sehen. Jetzt heißt es sowieso, es ist wie es ist. I want to bolster our security to guard against enemy attacks. What I have in mind is to create a security team that can defend each of the platforms. Can I go ahead with that? So from now on, give some thought to building up the security team as well. One other thing. To divert some of the risk posed by our enemies, I'd like to construct a forward operating base. The more bases we have, the more staff we can house and the more materials we can secure. Gut, alles klar. Cut erfolgt. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann. Das kann so ganz interessieren. Ich bin da eher so auf die Geschichte aus. Die Geschichte ist eben toll bei Metal Gear und ich finde sie auch bis jetzt wieder sehr spannend. Und deswegen höre ich mir das jetzt mal an, was hier ist. The White Mamba, Nyoka Pembe. He's the commander of the kids based out of Wala Yamasa. As you know, contract forces of Africa were stationed at that village. Anti-government forces hired CRS to bring kids there from around Africa for training. But at some point, the adults with the PF started dropping like flies. This was right after we arrived in Africa. We don't know the cause. The kids ended up on their own. Must have been like fish out of water. Nothing to eat, no way to get back home. All the adults taught them was how to use a gun. Sure, they could shoot targets, but hunt for food? Not likely. They wouldn't have lasted long. Then the White Mamba showed up. He was faster and stronger than them, a better soldier, and he knew how to lead. I guess somebody wished upon a star, because their savior turned up like stardust straight out of the blue. The moment he arrived, the kids had their new commander. That was when they started attacking other villages. Word of the infamous White Mamba spread fast. But it isn't just his combat skills that got people talking. As you can tell from the name, he's the only light-skinned kid in the unit. Not to mention the blonde hair and the blue eyes. Not common in those parts. We have no idea where he came from or what he's experienced. The kid's a huge blank. But I'm sure you'll know him when you see him. One other thing. He's still a kid, so don't kill him. Be careful not to hit him with anything lethal. Not even a flesh wound. Our mission objective isn't just suppressing a bunch of militants. This is a DDR operation of the kids in that unit. DDR stands for disarmament, demobilization, and reintegration. Disarmament is obvious. We take their weapons off their hands. The demobilization part means dismantling their military organization to ensure they can't arm themselves again. To do that, you need to capture the unit's commander and have him order his men to disband. In this case, the commander is the White Mamba. There's nobody above him, so he's all we need to grab. Finally, reintegration. Through education and occupational training, we give them a means to live besides war. A lot of kids born in a war zone don't know any other way to live.
So before they find themselves back there, we teach them another skill. I'd like to establish this rehabilitation process at Mother Base. That's why we're bringing those kids back here. It's not so much for their sake. It's for the world that we're trying to create. No other way about it. Those kids are amateurs. Bad for business to have them running around where we're trying to work. Bring them all back if possible. Or as many as you can. Alles klar, das bedeutet, das Briefing hat mich schon vorbereitet darauf, wie ich meine Zukunft, also das heißt, zumindest mich auch rüstungsmäßig ausstatten werde. Viele Waffen mitnehme, die auf Betäubung ausgelegt sind, und deswegen, ja, werde ich mir da was überlegen. Vorher werde ich nochmal gucken, wie ich das machen kann, dass ich vielleicht meine Mother Base bezüglich der Sicherheitsausstattung irgendwie noch, ja, versorgen kann, und das probiere ich, das tüftle ich jetzt mal so ein bisschen aus, und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Mission wieder, ne? Alles klar, bis dann.